Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, es ist soweit, wie schon im letzten Video erwähnt, wir starten heute los, fahren mit dem Auto von Österreich nach Türkei. Leute, wir sind gerade dabei, das Auto, also die ganzen Koffer hier reinzupacken in den Audi A5. Genau, wir fahren mit dem Audi A5. Wir sind mit dem schon letztes Jahr gefahren und es hat ganz gut geklappt und heuer fahren wir nochmal damit. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir die Koffer schon reingepackt in den Kofferraum, ein paar Kleinigkeiten hinten, Kinderwagen für mein Töchterchen haben wir auch noch last minute irgendwo gefunden. Das muss nämlich sehr klein sein, damit das so reinpasst ins Auto, weil andersrum haben wir keine Chance, die anderen Sachen reinzubringen. Letztes Jahr haben wir uns das ausgeliehen gehabt, und heuer müssten wir uns eins kaufen. Ja, und das war eben eine lange Suche, aber egal. Leute, es geht los. Wir starten jetzt dann bald. Es ist gerade 13:38 Uhr und so um 14 Uhr, denke ich mal, werden wir losstarten und dann fahren wir erstmal Richtung Wien, Ungarn, dann fahren wir von Ungarn Richtung Serbien, fahren über Serbien Richtung Bulgarien, dann Bulgarien durch in die Türkei. Und dann werden wir nicht Richtung Istanbul, sondern runter nach Çanakkale. Dann werden wir in Çanakkale den ersten Stopp machen, wo wir das erste Mal übernachten werden in einem Hotel. Bis dorthin werden wir durchfahren. Das sind so circa 1800 Kilometer, kommt auf 18 Stunden ungefähr hin in der Theorie. In der Praxis natürlich kann das ewig lange auch dauern, kommt darauf an, wie lange wir bei den Grenzübergängen warten müssen. Momentan ist es, glaube ich, gibt es, glaube ich, sehr viel Verkehr. Aber wir bleiben positiv und fahren los. Ja, und von Çanakkale werden wir dann am Sonntag, also Samstag auf Sonntag, werden wir dort übernachten, eine Nacht. Und dann geht es von Çanakkale Richtung Marmaris, genauer gesagt Richtung Datça. Dort haben wir dann ein All-Inclusive-Hotel für 4 oder 5 Nächte, sowas. Und von dort geht es dann Richtung Kaş, das ist in Antalya. Da haben wir dann eine Villa für ein paar Nächte und von dort weg geht es dann Richtung Istanbul. Last Stop sozusagen in Istanbul haben wir dann noch 3 Nächte und von dort, von Istanbul weg, fahren wir dann wieder zurück nach Hause, nach Österreich. Ja, es ist alles schon durchgeplant und durchgebucht. Jetzt heißt es eigentlich nur noch alles zusammenpacken, Kinder ins Auto, mich ins Auto und alles rein ins Auto und Türen zusperren und ab geht's. Ja. Freue mich schon, die Vignetten sind auch schon gekauft und euch nehme ich mit. Ja. Dazu habe ich mich entschieden, dass ich euch mitnehme. Ich werde jetzt nicht massiv viel Videos aufnehmen, weil ich einfach auch meinen Urlaub machen möchte und es genießen möchte. Aber wenn es natürlich irgendwie sich zeitlich ausgeht, werde ich dort und da ein bisschen Aufnahmen machen. Aber die Reise nach Türkei, also die Autoreise, die werde ich schon aufnehmen. Ja, wir werden dort und da stehen bleiben und ja, dann werde ich euch die ganzen Sachen ein bisschen berichten, wie es uns geht und wie es uns gegangen ist, wie lange wir warten mussten, was wir zahlen mussten und keine Ahnung was. Ja. Letztes Jahr sind wir über Kroatien gefahren, heuer geht es aber über Ungarn. Und wie schon gesagt, die Vignetten sind schon alle gekauft. Die Vignette für Ungarn und die Vignette für Bulgarien, die kann man online kaufen, habe ich auch gemacht. Serbien muss man sowieso immer vor Ort zahlen. Ja, und Türkei muss ich noch schauen, ja, wie ich das mache. Das muss ich auch dort kaufen, glaube ich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, Leute, machen Sie es kurz. Ich packe jetzt noch alles fertig und dann fahren wir endlich mal los. Ciao. Jo Leute, was geht? Wir sind gerade in Wien, nein nicht Wien, wir sind gerade bei Wien vorbeigefahren und sind gerade unterwegs Richtung Ungarn. Vielleicht sind wir auch schon bei der Grenze, ich weiß es nicht. Hier haben wir gerade einen Stau. Sieht sehr lange aus, aber keine Ahnung wie lange. Also nein, da gibt es eine Baustelle, okay. Auf jeden Fall sind wir schon seit 2,5 Stunden, knapp 3 Stunden unterwegs.
Wir haben 230 Kilometer hinter uns. Ja, es läuft bis jetzt alles gut und ich sag mal, wir sehen uns später. Wir sind hier gerade auf einer Autobahnraststation nach Schwechat. Sind noch nicht in Ungarn angekommen, weil wir sind eben vorhin in einen Stau reingefahren und keine Ahnung, was da gab. Ich glaube, ein Unfall oder so. Machen hier mal einen kurzen Halt und dann kaufen wir uns einen Kaffee und so und dann fahren wir weiter Richtung Ungarn. Auf jeden Fall ist es gerade 38 Grad heiß, Leute, mega. Naja, wir hören uns später. Ja, Leute, ist die Grenze zu Ungarn. Wir sind gerade in Ungarn angekommen. What the heck? What the heck? Hallo, what the heck? Geht's euch gut? What the heck? Was heißt das, what the heck? Hallo, what the heck? Das bedeutet Wasserheck. Oh, Ja, jetzt geht's Richtung Budapest. Ja, Leute, wir sind gerade also immer noch in Ungarn und fahren Richtung Budapest, haben ungefähr noch, ja, so ich glaube um die 50 Kilometer bis nach Budapest. Ja, und dann geht es weiter Richtung Serbien, Grenzübergang, Ungarn, Serbien. Wir stecken gerade wieder im Stau. Ja, was soll's. Aber es geht trotzdem irgendwie gut voran, muss ich sagen. Es ist gerade 19:12 Uhr und wir haben 408 Kilometer hinter uns. Ja. Und haben bis jetzt noch keinen richtigen Stopp gemacht, aber das werden wir dann bald machen demnächst. Jo Leute, wir sind gerade auf einer Tankstelle, immer noch in Ungarn, vor Budapest. Wir haben ungefähr noch 28 Kilometer nach Budapest. Ja, es wird schon langsam dunkel. Bis jetzt muss ich sagen, geht die Reise gut voran, ohne Probleme. Also Auto macht keine Probleme, Kinder machen keine Probleme, alles läuft gut. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Beziehungsweise was uns bei der Grenzübergang erwartet zwischen Ungarn und Serbien. Ich hoffe, dass wir da nicht allzu viel warten müssen, weil ja, die Freunde, die vor uns gefahren sind, müssten dort 5 bis 6 Stunden warten, bis sie nach Serbien rüber konnten. Und ich hoffe, dass es bei uns nicht der Fall sein wird. Aber das ist einfach eine Glückssache und kann man vorab nicht wirklich einschätzen. Naja, sind wir hier auf einer Station und dann fahren wir weiter. Jo Leute, wir sind gerade an der serbischen Grenze angekommen, in Röske oder wie man das eben ausspricht, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es gut voran, sehr wenige Autos vor uns. Und ja, Glück gehabt. Vor ein paar Jahren haben wir hier 5 oder 6 Stunden gebraucht, bis wir in Serbien einreisen durften. Und ja, jetzt geht es aber gut voran. Das ist gut. Und so sieht es hier aus. Es ist gerade 21:30 Uhr und wir haben, Moment mal kurz, genau 600 Kilometer haben wir hinter uns. Hallo. Danke.
So, wir sind jetzt gerade von Ungarn raus und fahren jetzt Richtung serbische Grenze, das ist gleich da vorne. Und dann werden wir in Serbien einreisen. Hoffentlich geht das auch so einfach. Auf der anderen Seite sind sehr viele Autos, die Richtung, ja, die in Ungarn einreisen wollen. So, und da ist die serbische Grenze. Wir haben sehr befürchtet, dass wir hier diesmal auch sehr lange warten werden, aber irgendwie wirklich top. Es geht ganz gut voran. Wir sind jetzt von Ungarn innerhalb von 15 Minuten ausgereist und jetzt stehen wir an der serbischen Grenze und ich glaube, dass das auch nicht lange, also länger als 20 Minuten dauern wird. Also sehr gut, Leute. Wir haben noch 1145 Kilometer vor uns bis zum Ziel und 12 Stunden. Also wir haben noch eine Weile vor uns. Jo Leute, wir sind in Serbien. Es ist gerade, wie spät ist es? 21:57 Uhr. Also es hat maximal eine halbe Stunde gedauert, nicht einmal eine halbe Stunde. Ja, und jetzt fahren wir weiter. Wir werden jetzt einen Stopp machen bei der nächsten Tankstelle und mal ein kurzes Päuschen. Dann geht es weiter Richtung Belgrad. Wir sind gerade in Beograd in Serbien, also Hauptstadt von Serbien. Wir fahren gerade durch und ja, bis jetzt sehr gut. Verkehr ist angenehm, nicht zu viel Verkehr. Eigentlich war bis nach Ungarn, also bis wir in Serbien eingereist sind, war mega viel Verkehr durch Wien und ganz Österreich und Ungarn. Aber nachdem wir in Serbien eingereist sind, war es wirklich sehr angenehm. Und jetzt fahren wir eben schon durch Beograd. Das heißt, ja, es ist gerade 15 nach 12 Mitternacht. Jetzt geht es erstmal Richtung Niš. Was geht? Wir haben jetzt gerade über 1000 Kilometer hinter uns gelassen. Genauer gesagt 1032 Kilometer, sind kurz vor Niš. Das heißt, nach Niš geht es dann ab nach Bulgarien. Bis jetzt läuft alles super. Ohne Probleme, die Kinder schlafen. Alles tipptopp. Ja Leute, wir sind jetzt gerade an der serbisch-bulgarischen Grenze. Es ist ziemlich leer, muss ich sagen. Sieht sehr gut aus. So Leute, wir sind jetzt von Serbien raus und stehen gerade vor der Grenze von Bulgarien. Da vorne ist die Grenze, die bulgarische. Genau, ich hab das Auto jetzt meiner Frau übergeben. Erfahrungsgemäß dauert die Einreise in Bulgarien ein bisschen länger. Jetzt werde ich mich auf die Beifahrerseite sitzen und versuchen, dass ich hier ein bisschen einschlafe, zumindest eine halbe Stunde oder so, das würde mir reichen und dann geht es weiter. Auf jeden Fall ist es gerade 3:15 Uhr und ja, und wir sind bald in Bulgarien. Ich
muss sagen, es geht einiges voran diesmal. Kinder schlafen, sind beide sehr brav, haut alles sehr gut hin und ja. Aber ich will jetzt nicht lange reden, ich versuche jetzt, dass ich hier die Zeit ein bisschen nutze und ein bisschen einschlafe. Meine Konzentration geht auch schon irgendwie verloren, schön langsam. Naja, bis später. Hey Leute, was geht? Wir sind gerade in Bulgarien, sind bei Sofia, also Hauptstadt von Bulgarien, vorbeigefahren. Jetzt vorhin und sind gerade unterwegs Richtung Svilengrad. Und nach Svilengrad kommt dann die Grenze zur Türkei. Drüben geht die Sonne schon auf. Es wird wieder hell und ja, die Grenzüberquerung von Serbien nach Bulgarien war ein bisschen Challenge. Und zwar, meine Frau hat sich an Steuer gesetzt, weil ich wollte mich ein bisschen ausruhen und ein bisschen einpennen. Sie ist dann in die Grenze reingefahren, also wollte in Bulgarien reinfahren. Da haben sie dann Führerschein, Reisepasskontrolle gemacht und sie hat den Führerschein nicht mit. Jetzt haben sie uns zur Seite gebeten und ja, der Polizist wollte Bestechungsgeld sozusagen. Er hat uns das natürlich nicht so direkt ausgesprochen, aber ja, und er hat gesagt, ja, deine Frau fährt mit dem Auto und sie hat keinen Führerschein dabei und ich habe gesagt, ja, das Auto gehört mir, bis jetzt bin ich gefahren, sie ist nur hier im Stau gefahren, sie ist gerade mal 10 Meter gefahren. Er hat gesagt, ja, es ist aber alles auf Kamera drauf, dass sie gefahren ist und sie hat keinen Führerschein, ja. Einfach nur nichts gesagt, einfach nur da gestanden und wollte, dass wir sagen, da hast du 10 Euro oder keine Ahnung was. Das habe ich dann aber auch nicht gemacht, weil ich mag sowas einfach nicht. Auf jeden Fall wollte er dann die Motorhaube aufmachen und dann hat er Fahrgestellnummer gecheckt und keine Ahnung was. Wir haben im Handy dann rumgesucht, ob wir dann irgendein Foto von Führerschein und so finden, aber weil wir keinen Empfang hatten, haben wir auch nichts gefunden. Ich habe ihm einfach dann gefragt, wie hoch ist die Strafe, was muss ich bezahlen, und da gab er auch keine Antwort, weil er einfach auf Bestechungsgeld hinaus will, ja. Und er hat selber keinen Bock, dass er Strafzettel schreibt und Strafe abkassiert, weil da hat er dann nichts davon. Und das hat man gemerkt, da hat er einfach keine Antwort drauf gegeben, ja. Obwohl wir zweimal gefragt haben, wie hoch die Strafe ist. Ich wollte einfach die Strafe zahlen und den Strafzettel nehmen und weiterfahren. Ja. Wir haben dann gesagt, hey, komm, du musst es verstehen, ich bin müde, ich bin jetzt so weit gefahren, die ganze Zeit selber gefahren, die Strecke, und sie ist nur im Stau ein paar Meter gefahren, dass ich nur ein bisschen einpennen kann, schlafen kann für ein paar Minuten. Er hat dann gemerkt, dass er nichts bekommt von mir und hat dann gesagt, weißt du was, fahr weiter. Ja, und so sind wir dann weitergefahren. Wie gesagt, jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Svilengrad. Wie ihr sehen könnt, es wird auch schon richtig hell, überall die Sonne geht auf. Es ist gerade 5 Uhr morgens. Ja, 1214 Kilometer haben wir gerade hinter uns und bis zum Ziel, bis zum ersten Hotel haben wir noch ungefähr 550 Kilometer. Also wir haben noch einiges vor uns, aber ja, den größten Teil haben wir schon hinter uns, Leute. 1200 Kilometer nonstop gefahren, also schon mit Stopps, aber einfach Kaffeepausen und so. War kurzzeitig mal müde, da hätte ich schlafen können, war die Konzentration auch ein wenig weg, aber jetzt gerade im Moment fühle ich mich wieder sehr gut. Also, es passt wieder. Jetzt sind wir gerade in Bulgarien, da sind die Straßen sowas von schlecht, Leute. Man muss so viel aufpassen. Überhaupt, wenn man von Serbien in die Bulgarien reinfährt, ab dem Moment, wo man in Bulgarien ist die Straße sowas von schlecht. Da muss man extremst aufpassen, man kann fast nur in Schritttempo fahren. Aber ja, und danach geht's wieder halbwegs. Naja,
So viel zu dem, Leute. Wir hören uns dann später nochmal. Bu katilin eline tabanca. İçinde çekiyor duman o zamana destur. Böyle ne güzel İstanbul. Jo Leute, was geht? Wir sind gerade in ja, fast in Türkei angekommen. Wir sind bei der bulgarisch-türkischen Grenze, also genauer gesagt ist sie hier vorne die bulgarische Grenze. Da werden wir dann Bulgarien verlassen und gleich dahinter ist dann die türkische Grenze. Da hinten sieht man auch die türkische Fahne schon. Ja, und dann sind wir endlich in Türkei. Es ist gerade 8:50 Uhr in der Früh. Das heißt, Moment mal, wir haben jetzt exakt also 1492 Kilometer hinter uns gelassen. Ja, wir sind eigentlich bis hierher sehr gut gekommen und hier müssen wir jetzt leider ein bisschen warten. Eigentlich am längsten bis jetzt, sind schon ungefähr seit einer halben Stunde da. Und ja, ich glaube, das wird noch circa eine Stunde dauern, so wie es aussieht. Bis wir von Bulgarien draußen sind und in die Türkei eingereist sind, kann es sicher eine Stunde dauern, mindestens. Naja, aber hat echt gut funktioniert bis hierher und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Kann mir jemand erklären, warum der Megane immer den Rückwärtsgang reintut, wenn er wegfahren will? Oder wenn er bremst. So, welcome in Turkey. Türkei. Hier werden die Autos desinfiziert. 3 und wir sind da. Auch nicht schlecht. Elif, wir sind in der Türkei. Çak. Warum ist dann alles so kalt? Hat so kalt. Elif. Ay. Ich dachte, du bist der Elif. Und Emre, das sind schon. Dezenfekte ücretsiz diyor. Beni almıyorlar ama. Ja, voll. Also das ist krass. Normalerweise hat Bulgarien so eine Desinfektion, wo man Geld dafür zahlen muss. Das macht nur Bulgarien, da wird der Unterboden vom Auto gereinigt, desinfiziert, unter Anführungszeichen, und sie kassieren dafür Geld. Und jetzt hat das Türkei auch eingeführt, habe ich gerade gesehen, und kassieren aber von Türken kein Geld dafür, sondern nur von ja, Ausländern. Auch nicht schlecht. Ja, finde ich trotzdem nicht gut, aber ja. Naja, wir sind jetzt in Türkei, Leute. Fast. Ja, Leute, was geht? Wir sind gerade unterwegs in der Türkei und zwar sind wir gerade. Ich muss so arg auf Schlaglöcher aufpassen, das ist unglaublich. Da muss ich sehr vorsichtig sein in Türkei, weil mit den 20 Zoll Felgen und so einen geringen Querschnitt ist das sehr gefährlich. Letztes Jahr habe ich meine Reifen kaputt gemacht wegen Schlaglöcher und diesmal mit neuen Reifen passe ich ein bisschen auf. Naja, wir sind gerade unterwegs Richtung Çanakkale, das heißt Richtung zu dieser neuen Brücke in Çanakkale, wo wir dann diesen Kanal hier überqueren werden. Diese Brücke ist nagelneu und da sind wir noch nie gefahren. Geschweige denn, wir waren sowieso noch nie in Çanakkale bis jetzt. Genau. Und
bis zum Hotel haben wir noch ungefähr 166 Kilometer. Und ja, laut Google Maps brauchen wir noch 2 Stunden. Ja. Dann sind wir im Hotel. Zurückgelegt haben wir bis jetzt 1578 Kilometer. Ja, so sieht's aus. Und wie spät ist es gerade? Es ist gerade genau 12 Uhr Mittag. Ja, und wir sind unterwegs seit gestern. Wann sind wir gestern losgefahren? Um 2. Ja, gestern um 14 Uhr sowas sind wir weggefahren von Österreich und ja, es ist jetzt 12 Uhr Mittag. Ich weiß es nicht, Leute, wir sind auf jeden Fall bald 24 Stunden unterwegs. Ja, jetzt sind es gerade 22 Stunden. Ja. Genau. Auf jeden Fall bis jetzt hat alles sehr gut geklappt. Türkei hat es noch ein bisschen Komplikationen gegeben, weil ich musste mein Fahrzeug versichern an der türkischen Grenze, weil meine Versicherung in Österreich dafür 120 Euro, also 10 Euro im Monat verlangt für die Asien-Versicherung. Und das kommt auf 120 Euro im Jahr. Genau, und wenn man es dort an der Grenze kauft, dann kostet es 47,5 Euro. Ja, jetzt habe ich es dort gekauft, aber das war halt so mega kompliziert. Und ja, als erstes haben sie mich vom Schalter nach vorne geschickt, eine halbe Stunde Schlange gewartet. Danach habe ich gemerkt, ich stehe in der falschen Schlange. Und da, wo ich hin muss, stehen gerade mal 2 Leute. Ja. Dann habe ich mich dort angestellt und ja, das dann ganz erledigt. Dann bin ich zurück und dann haben sie mich dorthin geschickt. Dann haben sie mich von dort wieder woanders hingeschickt. Irgendwie bin ich so hin und her geschickt worden und jeder war irgendwie so, ja, böse auf mich, obwohl ich nichts dafür kann und keine Ahnung. Aber naja, im Endeffekt haben wir die Versicherung abgeschlossen. Wie gesagt, hat 47 Euro gekostet, 47,50 genauer gesagt. Für alle, die die Versicherung dort abschließen wollen. Ja, macht es zu Hause, wenn es geht, über eure Versicherung, dann müsst ihr nicht rumscheißen hier an der Grenze. Wie gesagt, bei mir hätte es mehr gekostet, 120 Euro. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier zu kaufen, aber wie gesagt, ist halt rumscheißen. Ja, jetzt sind wir unterwegs irgendwo in Türkei. Keine Ahnung, wir fahren durch verschiedene Dörfer, wo ich vorher noch nie war, weil normalerweise habe ich die Strecke hier nie benutzt, weil wir sind immer von Kapıkule, das heißt von der Grenze immer geradeaus Richtung Istanbul gefahren. Und diesmal das erste Mal, wo wir dann rechts abgebogen sind Richtung Çanakkale. Und ja, für mich eine neue Strecke und dafür auch interessanter. Es gibt zwar nicht viel zu sehen gerade, aber naja, trotzdem. Gut, Leute, wir sehen uns dann wahrscheinlich als nächstes dann im Hotel oder so. Mal sehen. Bis später. Ciao. Jo Leute, wir sind gerade also noch nicht in Çanakkale, aber wir fahren gerade, also bald, über diese neue Brücke drüber auf die andere Seite. Die Brücke sieht sowas von heftig aus. Das ist die längste Hängebrücke der Welt. Wurde neu gebaut und ja, jetzt müssen wir erstmal zahlen und ich glaube, das ist gar nicht mal so wenig.
Ja Leute, was geht? Wir sind jetzt im Hotel angekommen in Çanakkale. Wir sind eigentlich schon, ich glaube vor einer Stunde hier angekommen. Es ist gerade 16 Uhr, glaube ich. Warte, Moment, ich muss schauen. Ja genau, es ist gerade 16 Uhr. Wir sind um circa 3 Uhr hier angekommen. Ich habe mich direkt aufs Bett gelegt. Ja, und bin bis jetzt ein bisschen im Bett gelegen und jetzt haben die Kinder gesagt, sie haben mega Hunger. Jetzt stehen wir auf und gehen, oder genauer gesagt suchen wir mal etwas, wo wir essen können, und die sind auch schon raus. Und genau, so sieht unser Hotel aus für die erste Nacht in Çanakkale. Wir werden hier eine Nacht übernachten. Morgen geht es dann nämlich schon wieder weiter Richtung Marmaris. Und genau, ich zeige euch nur ganz schnell, wie das Hotelzimmer hier so aussieht, wie die Aussicht hier ist aus dem Hotelzimmer. Da vorne ist das Meer und genau, Windsurfing und keine Ahnung was. Da gibt es auch einen Pool da links. Auf jeden Fall sehr nice mit Meerblick, aber ohne Balkon. Naja, genau, Badezimmer zeige ich euch noch schnell. So sieht das Bad aus, WC, Waschbecken. Ja, einfach ein Hotelzimmer. Naja, Leute, ich gehe jetzt mal raus. Ich bin immer noch todmüde, aber jetzt gehen wir erstmal essen und dann schauen wir weiter. Naja, bis dann. Jo Leute, was geht? Ich bin gerade in Çanakkale, direkt im Zentrum. Wir haben uns gedacht, wir schauen uns einfach Çanakkale einfach mal an, wie es hier so ist. Und Leute, es ist gerade wirklich total heiß. Ich habe mir gerade ein Limo-Getränk geholt und ja, das Zentrum ist, naja, wir haben jetzt nicht alles gesehen, weil wir einfach auch todmüde sind von der ganzen Fahrt bis hierher. Wir haben noch nichts geschlafen, deswegen ja, sind wir nicht ganz fit und halten die Stadtreise einfach mal kurz und haben uns einfach hier mal diese Straße hier angeschaut. Da hinten haben wir uns ein Limo-Getränk geholt und werden jetzt auch schon dann wieder weitergehen, also weiter ins Hotel fahren und uns dann ausruhen, weil morgen geht die Fahrt dann weiter bis nach Marmaris. Da einfach so schöne Boote, sehr schön. Troja Pferd ist auch hier in Çanakkale deponiert. Wer Troja Pferd kennt, zeige ich euch gleich auch. Mit voller Pracht mitten in Çanakkale. Jo Leute, was geht? Ich bin gerade aufgewacht. Leute, ich habe mich gestern einfach aufs Bett gelegt. Einfach so hingelegt. Wollte eigentlich, dass die Kinder einschlafen. Und bin dann selber eingeschlafen. Boah, ich war so fertig. Und ja, jetzt ist gerade 8 Uhr morgens. Die Kinder schlafen noch. Ich zeige euch mal. Den Ausblick von unserem Zimmer aus. Ja, so sieht's aus. Das Meer gleich in der Nähe. Und Leute, wir werden jetzt zusammenpacken und dann fahren wir gleich mal frühstücken, weil Frühstück ist nicht inklusive in diesem Hotel. Ja, ist aber auch gut so, weil das Hotel irgendwie nicht so hygienisch ist, ja. Die Zimmer sind nicht so schön, egal. Wir werden jetzt zusammenpacken und dann fahren wir von hier los. Es tut mir leid, ich kann meine Augen nicht aufmachen. Und wir müssen dann bis nach Datça fahren, also wir sind gerade hier in Çanakkale. Und dann müssen wir die ganze Westküste runterfahren bis nach Datça. Und das sind ja 8 Stunden und 579 Kilometer. Also wir haben wieder eine ganztägige Fahrt vor uns. Ja, aber das werden wir auch noch irgendwie
packen. Und dort bleiben wir dann 4 bis 5 Nächte. Dort lassen wir uns dann wirklich gut gehen. Aber naja, ich mache jetzt die Kamera zu und wir hören uns später nochmal.